Die Allround-Schranke SA100 ist ideal bei anspruchsvollen Zufahrtskonzepten für Firmen oder größeren Wohnkomplexen. Die bewährte Hörmann-Qualität wird erreicht durch die Verwendung von bekannten Komponenten für Steuerung und Mechanik. Die SA100 gibt es in der Basisversion mit dem Basissteuerungsgehäuse, der erweiterten Version mit dem Industriegehäuse und in der Synchronversion ohne Steuerung. Im Lieferumfang enthalten ist die Schranke inklusive Montagematerial zur Befestigung auf dem Fundament. Den Baum inklusive Endkappen und Aufschlagschutz gibt es in den Längen 3, 4, 5 und 6 Metern. Die Baumbeleuchtung ist optional. In Verbindung mit dem in der Steuerung integrierten B-Secure-Empfänger empfiehlt Hörmann den Handsender HSE4 B-Secure. Neben dem Funk kann die Schranke beispielsweise auch über Schlüsseltaster oder automatisch mittels Induktionsschleifen geöffnet werden. Weiter sind potenzialfreie Eingänge für externe bauseitige Auf- und Zubefehle vorhanden. Öffnen Sie die Kartonage. Achten Sie dabei auf die Markierung, damit die Schranke richtig herum steht. Entfernen Sie zunächst den oberen Deckel. Die äußere Kartonage kann aus dem unteren gezogen und entfernt werden. Entfernen Sie anschließend den Schrankenschlüssel von der Baumaufnahme und öffnen die Schrankenhaube. Achten Sie dabei auf das Kabel der LED-Haubenbeleuchtung und trennen Sie den Stecker. Jetzt können Sie die Schranke aus dem unteren Deckel herausheben. Öffnen Sie anschließend die Gehäusetür. Stellen das Gehäuse auf das Fundament und markieren die Position der 4 Bohrlöcher. Alternativ können Sie auch die mitgelieferte Bohrschablone verwenden. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung des Gehäuses, so dass der Schrankenbaum der fertigen Schranke zur gewünschten Seite schließt und die Tür frei zugänglich ist. Nehmen Sie das Gehäuse wieder vom Fundament und bohren die 4 Löcher mit einem Durchmesser von 12 mm und einer Tiefe von 130 mm. Reinigen Sie anschließend die Löcher vom Bohrstaub und schlagen die Schwerlastanker ein. Ist das Fundament entsprechend vorbereitet, kann die Schranke montiert werden. Ziehen Sie die Muttern mit 60 Newtonmeter an. Ermitteln Sie zunächst die benötigte Baumlänge. Diese ist die Sperrbreite plus 250 mm. Kürzen Sie den Schrankenbaum auf die erforderliche und vorher definierte Länge. Beachten Sie dabei, den Schrankenbaum immer auf der gelochten Seite zu kürzen. Kleben Sie den Baum zum Schutz der Lackierung und für einen sauberen Schnitt ab. Sollte die Schnittkante schief sein, kann diese später in der Baumaufnahme verborgen werden. Befestigung der LED-Beleuchtung. Zum leichteren Einschieben des LED-Streifens empfiehlt sich je nach Länge des Baums, die Gleitfläche mit etwas Silikonspray zu besprühen. Schieben Sie anschließend den LED-Streifen mit der Seite ohne Anschlusskabel auf der Schnittkantenseite und bei ungekürzten Bäumen auf der Lochseite in die Nut. Führen Sie das LED-Band ca. 5 bis 10 cm weiter ein, so dass das Anschlusskabel geschützt in der Nut liegt und sich möglichst nicht bewegen kann. Kürzen Sie, wenn nötig, den Streifen an den vorgegebenen Stellen zwischen den LEDs und achten Sie beim Schneiden darauf, dass Sie nicht am LED-Streifen ziehen. Verkleben Sie nun das Ende des Lichtstreifens mit Hilfe des mitgelieferten Silikons zum Schutz vor Feuchtigkeit oder einem Kurzschluss. Befestigung des Aufschlagschutzes. Schieben Sie den Aufschlagschutz in die beiden dafür vorgesehenen Nuten des Schrankenbaums. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung, um das Profil leichtgängig einziehen zu können. Auch hier empfiehlt es sich, die Gleitfläche vorher zu besprühen. Kürzen Sie nun den Aufschlagschutz auf die erforderliche Länge. Dieser muss 105 mm kürzer sein als der Schrankenbaum und im Winkel von 45 Grad abgeschnitten werden, so dass das Gummiprofil später mit der runden Abdeckkappe der Baumaufnahme abschließt. Montage der Endkappen. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Endkappen für beide Schrankenbaumenden.
Achten Sie darauf, die beiden Endkappen richtig zu platzieren. Einmal eingeschlagen, lassen sich die Endkappen nur sehr schwer wieder lösen. Bei Baumlängen ab 5 Metern ist ein zusätzliches Passstück notwendig, welches in den hinteren Teil des Schrankenbaums zur Stabilisierung eingesteckt wird. Wenn Sie einen Schrankenbaum mit LED-Lichtstreifen verwenden, müssen Sie zunächst das Anschlusskabel durch die Öffnung zwischen der Narbe und der Wellennut schieben und es in der Schranke Richtung Steuerung führen. Der Umlenkhebel steht im Anlieferungszustand in Position Endlage auf. Befestigen Sie das Halteblech des Schrankenbaums seitenrichtig auf der Baumaufnahmeplatte. Ziehen Sie die Schrauben wenige Umdrehungen an, so dass die Halterung lose an der Baumaufnahme hält und der Schrankenbaum später einfach eingeschoben werden kann. Jetzt schieben Sie die Abdeckung der Baumaufnahme wenige Zentimeter über das Ende des Schrankenbaums und stecken diesen so weit in die Baumaufnahme, bis er bündig mit der Aufnahme abschließt. Ziehen Sie nun die Schrauben der Halterung mit 27 bis 30 Newtonmeter an. Im Anschluss müssen Sie die 3 selbstschneidenden Bohrschrauben seitlich in den Schrankenbaum schrauben. Es empfiehlt sich, die Löcher vorzubohren. Bei Bäumen mit LED-Lichtstreifen verbinden Sie nun die beiden Stecker der Baumbeleuchtung und schieben abschließend die Baumaufnahmeverkleidung vorsichtig in die Endposition. Der Antriebshebel verfügt auf jeder Seite über 2 Befestigungspositionen für die Feder. Die korrekte Positionierung ist abhängig von der Länge und Montageseite des Schrankenbaums. Prüfen Sie anhand der Tabelle die korrekte Position Ihrer Feder. Führen Sie einen Federpositionswechsel immer bei geöffneter Schranke durch. In dieser Stellung ist die Feder am wenigsten gespannt. Drücken Sie die Feder mit Hilfe des Vorspannhebels nach unten. So können Sie die Feder durch Drehen der Nutmutter vollständig entspannen. Lösen Sie anschließend die Bolzenhalteschraube und entnehmen den Federhaltebolzen wie in der Skizze der Einbauanleitung gezeigt. Sie können jetzt die Feder an einer neuen Position wieder befestigen. Kontrollieren Sie die Federspannung und den korrekten Sitz der Feder in Ihren Aufnahmen. Für einen sicheren und technisch einwandfreien Betrieb muss der Schrankenbaum nach jeder mechanischen Änderung ausbalanciert werden. Dazu müssen Sie die Schranke in der Endlage auf entriegeln. Achten Sie dabei darauf, dass der Schrankenbaum durch das Entriegeln nicht unkontrolliert herabfällt. Bewegen Sie den Schrankenbaum von Hand in die Endlage zu und lassen Sie ihn anschließend los. Der Schrankenbaum ist korrekt ausbalanciert, wenn alle nachfolgenden Punkte zutreffen. Wenn der Baum nicht korrekt ausbalanciert ist, führen Sie die folgenden Schritte durch. Fahren Sie den Schrankenbaum von Hand in die Endlage auf und verriegeln ihn. Drücken Sie jetzt die Feder mit Hilfe des Vorspannhebels nach unten. Je nach Bedarf können Sie nun die Federspannung durch Drehen der Nutmutter erhöhen oder verringern. Prüfen Sie anschließend erneut die Balance des Schrankenbaums und korrigieren gegebenenfalls erneut. Fahren Sie nach Beendigung der Einstellungen den Schrankenbaum wieder in die Endlage auf. Nach jeder Änderung an Baum oder Feder müssen Sie die Ausrichtung des Schrankenbaums prüfen und gegebenenfalls korrigieren. Führen Sie dazu folgende Schritte durch. Prüfen Sie zunächst die senkrechte Ausrichtung. Wenn Sie hier nachbessern müssen, bewegen Sie den Baum in die Endlage zu, lockern die Kontermutter und stellen den mechanischen Endanschlag entsprechend ein. Bewegen Sie den Baum in die Endlage auf, kontrollieren die veränderte Endlage und korrigieren gegebenenfalls erneut. Ist die Endlage korrekt eingestellt, ziehen Sie die Kontermutter wieder fest an. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Endlage zu. Bewegen Sie den Schrankenbaum in die Endlage zu und prüfen die waagerechte Ausrichtung. Wenn Sie auch hier nachbessern müssen, bewegen Sie den Baum in die Endlage auf, lockern die Kontermutter und stellen auch diesen Endanschlag entsprechend ein.
Bewegen Sie den Baum in die Endlage zu, kontrollieren die veränderte Endlage und korrigieren gegebenenfalls erneut. Ziehen Sie zum Abschluss die Kontermutter wieder fest an. Der Schrankenbaum ist nun korrekt ausgerichtet. Achtung! Sorgen Sie dafür, dass die Netzzuleitung vor dem Anschluss spannungsfrei geschaltet worden ist. Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln. Bei Bedarf können Sie das Steuerungsgehäuse vor der elektrischen Installation aushängen. Lösen Sie die 4 Schrauben der Basissteuerung und entfernen die Abdeckung. Bei Anschluss einer Schranke mit Industriesteuerungsgehäuse müssen Sie 6 Schrauben am Steuerungsgehäuse und 4 Schrauben am Erweiterungsgehäuse lösen. Hier kann der Deckel der Gehäuse gerade nach vorne abgezogen oder aber auf eine Seite geschwenkt werden. Ist Ihre Schranke nicht vorgerüstet, führen Sie nun das Netzkabel von der Anschlussdose durch die Verschraubung in das Steuerungsgehäuse. Schließen Sie es dort am Motorstecker an. Der Schutzleiter der Anschlussdose muss am Gehäuse der Schranke geerdet sein. Dieser wird nicht am Motor angeschlossen. Stellen Sie jetzt die Zugentlastung der Netzzuleitung sicher, indem Sie die Kabeldurchführungen festdrehen. Verfahren Sie nun genauso beim Anschließen des LED-Lichtstreifens. Bei abweichenden Varianten mit separatem Netzteil beachten Sie die entsprechenden Montageanleitungen. Beginnen Sie die Inbetriebnahme, indem Sie die Netzspannung für die Schranke einschalten. In der Anzeige erscheint ein U, dies signalisiert den ungelernten Zustand. Um die Inbetriebnahmemenüs zu starten, drücken Sie die T-Auf-Taste. Auf der Anzeige erscheint nun 02 Punkt. Dies ist der Hinweis, dass die Steuerung für die SA100 voreingestellt wurde. Dieser Wert kann nicht verändert werden, muss aber durch einen langen Druck der Taste P bestätigt werden. Die Anzeige springt nun auf den Wert 04. In diesem Parameter muss die Schrankenbaumlänge konfiguriert werden. Nur eines der Menüs 04, 05 oder 06 ist mit der T-Zu- oder T-Auf-Taste auswählbar und kann bestätigt werden. Wählen Sie hier die passende Einstellung laut folgender Tabelle. Bestätigen Sie das ausgewählte Menü durch Drücken und Halten der P-Taste. Die Anzeige springt weiter auf 08. Durch Drücken der T-Auf- oder T-Zu-Taste kann zwischen 08 und 08 Punkt gewählt werden. Der Punkt signalisiert den Synchronbetrieb mit Nebenschranke. Ohne Punkt definiert den normalen Einschrankenbetrieb. Bestätigen Sie den gewünschten Modus durch Drücken und Halten der P-Taste. Die Steuerung springt automatisch in das Menü 10 Lernpfad. Auf der Anzeige leuchtet kurz LA. Anschließend blinkt L-. Dies signalisiert den Beginn der Lernfahrten, die nun durchgeführt werden müssen. Drücken und halten Sie dazu die T-Zu-Taste. Der Schrankenbaum soll nun in die Richtung der Endlage zufahren. Achtung! Wenn der Schrankenbaum in die Richtung der Endlage auffährt, müssen Sie die T-Zu-Taste kurz loslassen und dann erneut drücken und halten. Damit wird eine Drehrichtungsumkehr des Motors erreicht. Die Steuerung merkt sich dieses und bedarf keiner weiteren Änderungen der Anschlüsse. Sobald mit gedrückter T-Zu-Taste die Endlage zu erreicht wird, leuchtet auf der Anzeige L-. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis EL angezeigt wird. Die untere Endlage ist somit eingelernt. Nun blinkt L' und die obere Endlage ist einzulernen. Verfahren Sie wie zuvor. Drücken und halten Sie nun die T-Auf-Taste. Der Schrankenbaum fährt dabei langsam in die Richtung Endlage auf. Sollte ein Fehler auftreten, können Sie die Inbetriebnahme neu starten, indem Sie die Steuerung kurzzeitig spannungsfrei schalten. Lassen Sie T-Auf los, wenn die obere Position erreicht ist und EL im Display erscheint. Hinweis: Die obere Endlage kann durch Drücken von T-Auf und T-Zu beliebig eingestellt werden und muss nicht durch Anfahren des mechanischen Endanschlags vorgegeben werden. Dies ist hilfreich, wenn die Schranke nicht ganz öffnen soll, zum Beispiel durch eine begrenzte Deckenhöhe.
Im nächsten Schritt werden die Kräfte des Motors eingelernt. Hierzu müssen jeweils die Tasten T auf und T zu nur kurz gedrückt werden. Beginnen Sie mit der Fahrt in Richtung Endlage zu und drücken T zu, wenn L unterstrich im Display angezeigt wird. Der Schrankenbaum fährt in die Endlage zu. Drücken Sie anschließend die T-Auf-Taste, der Schrankenbaum fährt in die Endlage auf. Sobald alle Lernfahrten erfolgreich abgeschlossen wurden, wird das Menü 10 Lernfahrt automatisch verlassen und es blinkt Menü 11. Hier können Sie direkt im Anschluss einen B-Secure-Handsender für den Impulsbetrieb einlernen. Drücken und halten Sie dafür die Handsender-Taste, dessen Funkcode Sie senden möchten, während Sie den Handsender in unmittelbarer Nähe der Steuerung halten. Weitere Handsender können ebenfalls eingelernt werden. Ist kein Impulsbetrieb gewünscht, können über die Menüs 14 und 15 definierte Befehle eines Handsender für Auf und Zu angelernt werden. Durch mehrfaches Drücken oder gedrückt Halten der Taste T zu oder T auf gelangen Sie zu dem Menü 00. Dadurch werden alle Einstellungen gespeichert und die Erstinbetriebnahme beendet. Die Schranke ist jetzt vollständig angelernt. Hierzu gelangen Sie über gedrückt Halten der Taste P wieder in das Konfigurationsmenü. Nun können Sie auch über die Inbetriebnahmemenüs hinaus auswählen. Führen Sie jetzt eine komplette Funktionsprüfung der Schranke durch. Die Schranke ist mechanisch korrekt befestigt. Der Schrankenbaum wurde korrekt montiert, ausbalanciert und ausgerichtet. Die Endlagen des Schrankenbaums sind korrekt eingestellt. Fahrbefehle werden korrekt ausgeführt und der Schrankenbaum fährt mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in die Endlage auf und zu. Der Stopp in den Endlagen muss sanft erfolgen. Die Beleuchtung funktioniert wie gewünscht. Zum Abschluss der Inbetriebnahme füllen Sie das Prüfbuch vollständig aus. Weisen Sie den Betreiber in die Funktion der Schranke ein und übergeben ihm die Dokumentation, bestehend aus dem Prüfbuch und der Betriebsanleitung.